Es existiert ein seltsamer Zeitraum zwischen dem Erscheinen von Zelda Skyward Sword für die Wii und Zelda BOTW für die Wii U und für die Switch. In dem etwa 6 Jahre langen Zeitraum waren Fans heiß auf einen neuen Zelda-Heimkonsolentitel, bekamen aber gerade das nicht. Das in Zukunft für die Wii U erscheinende Zelda-Spiel wurde von Fans oftmals Zelda U genannt. Eine Zusammensetzung aus dem Namen der Spieleserie, The Legend of Zelda, und dem U, der, nun ja, Nintendo Wii U. Bevor Zelda BOTW bei der E3 2014 erstmals angekündigt wurde, wurde es von vielen Fans also einfach Zelda U genannt. Und nach der Ankündigung von Zelda BOTW damals waren tatsächlich einige Leute ziemlich enttäuscht. Aus dem einfachen Grund, dass das Spiel vollkommen anders aussah als das, was sie erwartet hatten. Aber wie kam es eigentlich dazu? Gehen wir nochmal ein paar Jahre weiter zurück. Zelda Skyward Sword war damals einer der letzten großen Titel für die Wii. Das Spiel erschien am 18. November 2011, also so ziemlich exakt ein Jahr vor dem Erscheinen der Wii U. Zu der Zeit, als Skyward Sword rauskam, war die Wii U bereits seit etwa einem halben Jahr angekündigt. Um die Power der neuen Hardware zu demonstrieren, nutzten sie eine Tech-Demo, also eine technische Demo, um zu zeigen, was alles theoretisch auf der Konsole möglich ist. Und für diese Tech-Demo nutzten sie natürlich nichts anderes als The Legend of Zelda. Wie ihr sofort erkennen werdet, war die sogenannte Zelda HD Experience, oder wie Fans es weiterhin nannten, Zelda U, sehr anders als das spätere Zelda BOTW. Während BOTW eine cel-shaded Cartoon-Grafik hatte, sah man es hier eher auf einen realistischeren und erwachseneren Artstyle à la Twilight Princess ab. Gleichzeitig sieht man in der in Echtzeit spielenden Demo, dass Link sich mit einer Fee durch einen Tempel bewegt und von einem, wie ich annehme, Spinnenboss beobachtet und dann angegriffen wird. Nach einigen eindrucksvollen Sekunden des Kampfes der beiden wiederholt sich die Demo, aber bei Nacht, was dann andere Aspekte wie zum Beispiel die Lichtquellen betont. Da es sich lediglich um eine technische Demo handelt und nicht um ein spielbares Spiel, kann das Wii U Gamepad genutzt werden, um die Kameraperspektive zu ändern und auch zwischen Tag und Nacht zu wechseln. Zudem werden auf dem Controller Informationen wie die Herzen, die Minimap und das Inventar angezeigt. Außerdem konnte natürlich auch auf Knopfdruck der Fernsehbildschirm auf das Gamepad übertragen werden, was ja eines der Hauptfeatures der Wii U war. Was damals, 6 Jahre vor Erscheinen von Zelda BOTW, eine wirklich eindrucksvolle Demo war, brachte aber auch einiges Negatives mit sich. Die Erwartungshaltung. Fans waren sehr beeindruckt vom neuen Zelda-Titel. Aber es war halt kein Zelda-Titel, sondern lediglich eine technische Demo. Etwas, was wenig oder sogar gar nichts mit dem eigentlichen nächsten Zelda-Titel zu tun hatte. Das war zu dieser Zeit besonders wichtig, da es kurz vor dem Erscheinen von Zelda Skyward Sword gezeigt wurde. Einem Zelda-Titel, der leider sehr viele enttäuscht hat. Auch wenn ich persönlich das Spiel sehr gerne mag, gibt es doch einige legitime Kritikpunkte an dem Spiel. Und vor allem auch die Optik kam bei vielen nicht ganz so gut an. Viele wünschten sich ein realistisch aussehendes Zelda-Spiel, bekamen aber gerade das nicht. Kurze Zeit nach dem Showcase der Demo meldete sich Aonuma zu Wort und sagte, dass das Zelda-Spiel für Wii U eventuell komplett anders aussehen würde. Das hielt viele Fans aber nicht davon ab, dieselbe Erwartungshaltung beizubehalten. Nun, den Rest der Geschichte könnt ihr euch sicherlich denken. Denn immerhin leben wir jetzt 10 Jahre in der Zukunft und wissen, dass Zelda BOTW letztendlich komplett anders wurde, als die Zelda HD Experience uns hat glauben lassen. Dennoch ist gerade der Artstyle von Zelda bis heute ein heiß diskutiertes Thema. Cartoon-Grafik oder Realismus? Was ist besser? Selbst jetzt, viele Jahre nach dem Erscheinen von Zelda BOTW, liest man unter Videos zur Zelda HD Experience, dass viele Fans es cool finden würden, wenn ein Zelda-Spiel mit einem solchen Artstyle entwickelt werden würde. Und viele hatten sich gerade das von Twilight Princess HD erhofft. Letztendlich ist Zelda U nur ein kleiner und unbedeutender Teil einer sehr langen Zelda-Geschichte. Aber dennoch ist es interessant zu beobachten, was hätte sein können. Aber was ist eigentlich eure Meinung dazu? Hättet ihr ein realistischeres Zelda bevorzugt? Oder bevorzugt ihr vielleicht doch die Cartoon-Grafik? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.